Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video vom T1 Bus Projekt. Das Maikäfer-Treffen ist vorbei, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe da mit einer Menge netten Leute gequatscht, unter anderem auch mit dem Marco, dem habe ich ja meine Türeinstelllehre, also Türscharnier-Einstelllehre mitgebracht. Der hat mir da ein bisschen Bezahlung mitgebracht. Vielen Dank, Marco, war ein nettes Gespräch, hatte viel Spaß dabei und das wird jetzt hier mal ein bisschen mir die Schrauberei verschönen. Wie ihr seht, habe ich schon zwischendurch mal ein bisschen angefangen und habe hier schon ein paar Sachen vorbereitet, ein bisschen was vorgearbeitet. Das schneide ich euch jetzt ganz schnell noch ins Video davor rein. Das ist eine ganz kurze Sequenz mit so ein paar Kleinigkeiten. Und dann werden wir mal sehen, was jetzt die nächsten Tage alles so passiert hier, was ich noch so schaffe. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und dann geht es gleich los mit der Arbeit. Vorher noch ganz herzlichen Dank an alle neuen Abonnenten. Freut mich, dass ihr den Kanal abonniert habt. Ich gehe so langsam auf die 1000 zu. Ich freue mich schon, ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. Und dann legen wir gleich mal los. Bei der Vorbereitung jetzt, um die Front einzuschweißen, habe ich mir jetzt hier oben die Kante angeguckt, hatte überlegt, ob ich das jetzt hier ein bisschen weiter unten abschneide oder ob ich die Falz hier mit rüber nehme. Und hat mir dann in diesem Zug nochmal die Kante angeguckt, die ja rostmäßig gar nicht so schlecht war. Und wenn man auf den ersten Blick hinschaut, ja, das sieht hier schon ein bisschen komisch aus, aber irgendwie gar nicht so schlecht. Ich werde da jetzt mal die Safari-Fenster reinhalten und beziehungsweise reinlegen und mal gucken, wie das hier mit dieser Kante wirklich ist, weil es ist im Endeffekt ist es natürlich an vielen Stellen Flickschusterei. Also hier die andere Ecke, genauso wie hier vorne auch diese Ecke. Und hier sieht es auch nicht wirklich richtig gut aus. Also im ersten Moment vom Weiten ja, aber wenn man genau hinguckt, sieht es extrem wellig aus. Und da ist eben die Frage, ob die Safari-Fenster sind ja sowieso immer nicht so hundertprozentig dicht. Und wenn jetzt hier die Kante dazu noch wellig ist, ich meine, ich könnte das natürlich versuchen, mit dem Hammer ein bisschen zu bearbeiten und zu verzinnen, dass es eine glatte Ebene wird. Die Frage ist nur, ob sich das im Endeffekt so lohnt, das zu machen, dass es wirklich glatt wird, dass die Fenster gut reinpassen und einigermaßen dicht sind. Ich werde die jetzt mal da reinhalten und dann schauen wir mal weiter. Also hier auf der rechten Seite passt es im Verhältnis ganz gut. Da ist es aber so, dass hier in der Ecke der Spalt ein bisschen größer ist. Dafür ist er hier unten eigentlich zu klein. Da kommt ja noch der Gummi rauf. Und auf der Seite ist es wieder so, dass hier die Ecke ganz schlimm ist. Das könnte man bestimmt hinbekommen, aber auf der anderen Seite, da geht das Ding gar nicht rein, weil da ist hier unten, auf der Seite wird es wahrscheinlich passen, links, und dann geht hier eine große Welle hoch und ab hier würde es wieder reinpassen. Dadurch, dass ich das jetzt hier unten aber nicht reingeschoben bekomme, passt es oben aber auch nicht hundertprozentig. Also ich kriege es auf der Seite hier nicht höher geschoben und dadurch ist der Spalt. Hier ist es in Ordnung auf der Seite. Hier würde es wahrscheinlich auch passen, aber durch dieses Teil hier unten ist es eben wirklich schlecht. Also ich denke, das ist eine reine Vernunftgeschichte, jetzt nicht hier ewig dran rumzuwerkeln, um das jetzt irgendwie hinzubekommen. Wie gesagt, hier ist es auf der Ecke da, hier ist es hier unten, die Mitte sieht soweit ganz gut aus. Aber hier ist es jetzt wirklich schlimm, dass es eben hier extrem hoch geht. An der Stelle, wo hier der das Wischerloch ist, da sieht man auch hier den Abstand, der ist hier viel größer als hier dieses Stück.
Und ich denke, das macht sich nicht wirklich gut. Ich werde jetzt schauen, dass ich den unteren, also es gibt ja den kompletten Scheibenrahmen als ganzes Teil und dann gibt es ein Unterteil, was hier irgendwo geteilt wird. Da werde ich sehen, dass ich mir das bestelle und dann kommt das zuerst rein und dann werde ich das mit der Front, lässt sich das dann ganz gut anpassen. Jetzt geht's los. Ich schneide jetzt erstmal den alten Kabelbaum raus. Ich habe mich entschieden, dass ja, das lohnt sich einfach nicht. Der ist, hinten ist er total oll. Dann ist er hier auch schon an diversen Stellen geflickt und die Kabel sind brüchig. Das bringt nichts. Also wenn schon, dann richtig. Da habe ich mir einen neuen anfertigen lassen. Das zeige ich euch gleich mal. Und zwar habe ich mir den anfertigen lassen mit noch ein paar Kabeln zusätzlich, die ich für einen Öltemperaturgeber oder ähnliches, was ich noch so verbauen möchte. Weil ich dachte ja, das wäre jetzt eine schlaue Sache. Ich könnte jetzt ja gleich mal, wenn ich warte, bis das Paket eintrifft mit dem Rahmen, könnte ich ja schon mal den rausschneiden, könnte den neuen einbauen und das wäre eine schlaue Sache. Aber da ist mir natürlich jetzt im Nachhinein eingefallen, das ist totaler Quatsch. Ich muss ja erstmal unten alle Arbeiten fertig machen. Das muss unten lackiert werden, hier vorne noch lackiert werden. Da saue ich mir den bloß ein. Also deshalb lassen wir das erstmal sein. Das Paket mit dem Frontscheibenrahmen kam innerhalb von 3 Tagen. Ich habe es am Sonntag bestellt und am Mittwoch war es schon da. Also vielen Dank an Heritage Parts, dass das so schnell ging. Also das Teil jetzt hier rauf. Ich werde als allererstes hier unten, also werde erstmal die Schweißpunkte hier rundherum lösen, die noch da sind. Also hier in der Mitte sind welche, hier unten muss ich gucken, wie es da zusammen ist. Dann werde ich am Rand, werde ich mir das ungefähr ausmessen, werde da den ersten Schnitt auf beiden Seiten setzen und dann die Mitte, da ist es so, das wird hier reingeschoben und überlappt dann. Da werde ich sehen, dass ich das dann so mache, dass ich versuche, die Scheiben einzusetzen und das damit dann vermittle, beziehungsweise mir auch nochmal aus dem Reparaturleitfaden die Maße über Kreuz und von oben und nach unten jetzt besorge. Da muss ich gucken, ob es in meinen drin ist oder ob ich da nochmal jemanden fragen muss. Und dann kommt dieses Teil hier rein. Ich hatte mir das ehrlich gesagt, als ich mir das vorher überlegt habe, dachte ich, ja, das ist kein Ding, das ist eine einfache Geschichte. Aber das ist schon nochmal recht tricky. Aber danach wird es auf jeden Fall viel besser sein, als es jetzt ist. Gar keine Frage. Also die Kanten sind eben alle gerade dann. Und wenn ich das gut ausmesse, dann sollte das passen. Und dann lässt sich hier auch gut das andere Teil unten drunter anbauen. Ich muss jetzt nochmal genau gucken, wie ich es mache. Aber da muss ich mir jetzt erstmal noch einen Kopf machen. Ja, und zwar habe ich jetzt eher das Problem, ob ich jetzt erst die Front unten montiere, dann das Teil oben raufsetze, ob ich erst den Rahmen montiere, dann die Front unten ransetze oder ob ich die Front und den Rahmen zuerst verbinde, weil dann könnte ich das hier nämlich alles punktschweißen, diese Stellen, könnte dann die komplette Front raufsetzen, müsste dann natürlich sehen mit dem Vermitteln, dass das hier eben passt, dass das Maß stimmt. Genauso hier, wo es ja dann drunter geschoben wird, das könnte ich ja dementsprechend auch anpassen, wenn ich das Problem. Aber die Frage ist, ob das eben als gesamtes Teil da so gut ranpasst. Ich werde jetzt als erstes mal hier mir das grob anzeichnen. Die Höhe ein Stückchen tiefer werde ich es hier abschneiden. In der Mitte natürlich auch so, nicht hier oben, sondern dann hier ein Stückchen tiefer. Hier genauso. Werde dann die Schweißpunkte hier rundherum, also die Punktschweißungen, wie sie hier oben sind, gehen die ja hier runter. Werde ich die jetzt erstmal aufmachen und danach werde ich mal entscheiden, was ich mache. Ich bin mir da jetzt ehrlich gesagt echt unschlüssig.
Gut, ich entferne jetzt erstmal den Rest hier rüber. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist nur hier oben zusammengeschweißt. Zwar auch nicht wirklich richtig gepunktet, sondern ja, teilweise eben auch immer so richtig verschweißt. Aber das muss ich mir mal angucken. Auf jeden Fall bewegt sich. Das sollte nicht so schwierig sein abzugehen. Hier mit der Ecke, da werde ich wahrscheinlich dann von hier drüben das Blech so einmal hier rum komplett ersetzen. Aber darum kümmere ich mich, wenn ich hier das ganze Ding abhabe. Eigentlich wollte ich in das Video ein bisschen mehr Content reinbringen und das ein bisschen länger machen, aber ich muss jetzt erstmal hier stoppen und mich hier um diese Stellen kümmern, beziehungsweise überlegen, was ich da mache. Also hier ist klar, normale Rostbehandlung, kein Problem. Hier die angesetzte Ecke ist nicht wirklich schön, genauso wie jetzt hier dieses Teil auf der linken Seite, beziehungsweise Bus rechte Seite. Es geht bis hier rüber zur Mitte. Ich muss gucken, wie das befestigt ist, wie gut es hier ist, dann den Rost runterschleifen und dann mal weiterschauen. Hier in der Mitte ist sowieso das recht verfuscht. Da muss ich mir das mal gucken, ob man da was nachbauen kann, was ich da weitermache. Die Seite sieht eigentlich hier sehr gut aus. Das ist sehr stabil. Den Rost werde ich rausschleifen und dann gucken wir weiter. Und auf der Seite hier war ja klar das Loch mit dem hier rostigen Teil. Die Ecke hier geht eigentlich, aber ich denke, ich werde das ganze Teil hier rüber ersetzen. Das muss ich mir aber noch mal anschauen, wie gut sich das einzeln bauen lässt. Und dann werden wir da mal weitersehen. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Also es ist ja so wie immer. Generell ist alles lösbar und man muss nur überlegen, welchen Weg man geht. Das muss ich mir jetzt hier erstmal nochmal genau anschauen. Ich werde jetzt die nächsten Tage erstmal eine große Schleifauge veranstalten und werde erstmal die Außenseite komplett blank schleifen. Dann werde ich das Armaturenbrett von oben mir nochmal genau anschauen, werde das alles glatt, also freischleifen vom Lack und mal schauen, wie das da der Übergang ist und dann demnach dann entscheiden, wie es weitergeht. Das muss ich erstmal schauen, aber da wird sich irgendeine Lösung finden. Gut. Dann hoffe ich, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Video. Das war nicht zu langweilig. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.